In diesem Video möchte ich euch den gesteckten Augspleiß zeigen, der meiner Ansicht nach bei den Spleißen für offenes Dynema der wichtigste Spleiß ist, da er extrem hohe Bruchlasten bzw. sehr genaue Längenpräzision verspricht, weil ich mir alles noch sehr genau nachrichten kann, weil ich nicht jetzt wie beim gelockten Augspleiß mit 2 Einstichen mich selbst blockiere. Beim gesteckten Augspleiß ist natürlich wie bei jedem anderen Spleiß wieder das Seil in der richtigen Länge einzuschieben. Nachdem ich hier eine 6 mm Leine habe, werde ich 36 cm hierfür nehmen und mache mir dann meine Marke. Warum 36 cm? Ich habe bei Dynema als Richtwert 60-fache, also den 60-fachen Wert des Durchmessers ist gleich die richtige Länge, damit sich das Seil, wenn es dann in sich steckt, durch die eigene Reibung hindert, um herauszurutschen. So, natürlich muss ich mir von dieser Markierung aus eine zweite Markierung machen, um die Auglänge festzulegen. Ich habe hier jetzt zum Beispiel 14 cm genommen, was, wenn ich es so hinlege, auf 5 cm, 1-2 mm vorne und hinten überschauend ist, was dann aber im Endeffekt, nachdem der Spleiß fertig ist, ein 5 cm Auge ergibt. Ich habe jetzt hierbei 2 Möglichkeiten. Die Jüngeren werden auf den D-Splicer greifen und die Leine von hinten einziehen. Es ist aber auch die ganz normale Spleißnadel völlig geeignet. Ich persönlich sehe das Ganze so, wenn ich sehr dünne Leinen habe, nehme ich lieber den D-Splicer, und wenn ich umso dicker die Leinen werden, umso lieber nehme ich die normale Spleißnadel. Zum Beispiel unter 4 mm sind auch diese Spleißnadeln ungeeignet, weil ich sie ja dann nicht mehr ins Geflecht hineinbringe, weil die eben bei 4 mm aufhören. So, die Nadel einmal in das Geflecht eingeschoben, werde dann dieses Ende hier einschieben und die Nadel vorsichtig nach vorne schieben. So. Wichtig ist hierbei, dass ich immer darauf achte, dass ich nicht mit der Nadel rauskomme und dann irgendwo woanders wieder einsteche, sondern dass ich wirklich immer in der Mitte des Geflechts bleibe. Man hört relativ leicht auch, ob man die Fasern des Mantels ansticht oder nicht. So, wir sind jetzt bei der Markierung. Was ich ganz gerne mache, ist mir hier eine dickere Spleißnadel einlegen, damit, wenn ich das Seil herausziehe, ich mir den Kern nicht hier durchziehe. Wir haben, so wie ich es vorher gezeigt habe, dann die Verjüngung genau durchzuführen. Das heißt, bei 36 cm ist ein Drittel 12. Und wenn ich 12 auf 5 Markierungen aufteile, habe ich jeweils 2 cm. Nehme immer ein rechtes Seil.
Linkes, rechtes. Jetzt werde ich hier genau schauen, dass ich Markierung auf Markierung bringe. Das heißt, um meine gewünschte Augenlänge zu kriegen. Perfekt, wie man hier sieht. Und dann das Seil schön nach hinten ausstreifen. Wie man hierbei sieht, ist es ein total fließender Übergang. Was jetzt bei diesem Seil aber wichtig ist, ist, dass ich nicht aus Haltbarkeitsgründen, sondern aus Sicherheitsgründen in diesen Bereich einen Tagling setze. Und zwar, wenn das unter Last bleibt, das Seil, würde es sich nie öffnen. Wenn mir aber jemand, der nicht weiß, was er tut, auf der falschen Seite des Seils anzieht, zieht er das Seil auseinander. Das heißt, es würde ohne Tagling halten, aber es kann sich auflösen.